Herzlich willkommen zurück hier in Skyrim. Ja, und diesmal bin ich schon mal vorgereist nach Falkenring. Denn wer sich erinnert, wir hatten ein Gespräch mit einem gewissen Patsy, im trunkenen Jägersmann, der meinte, wir sollten nach Falkenring gehen. Da ist ein Typ, der hat uns auch einen Brief geschickt vorher. Und er wollte unbedingt mit uns reden. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wo der Brief ist. Ich glaube, ich habe den schon im Museum verstaut. Aber es ist auch egal. So, wir können die Quest mal gerade aktualisieren. Was heißt aktualisieren? Aktivieren, wollte ich eigentlich sagen. Wo ist es denn? Stimme Zeiten, oder? Ja. Genau. Gut, gehen wir mal da rein. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, das wusste ich auch schon. Papierjäger oder so. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Hallöle. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Ja, nee, danke. Wer bist du denn? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Kann ich... Werden alle Ork-Festungen bewacht? Die Bewohner der Festung bleiben unter sich. Himmelsrand war nicht immer gut zu den Orks. Damit ein Fremder wie ihr akzeptiert wird, müsste er von einem Ork zum Blutsverwandten ernannt werden. Das müsste wiederum den Häuptlingen mitgeteilt werden. Wie kann ich das denn werden? Solch ein Vertrauensbeweis hat seinen Preis. Aber interessant, erst hat er mich so angestänkert und jetzt, ja, so und so, ja. Auf mit mir so zu reden, was soll das? Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Nee. Hör auf jetzt. Das gibt eine Anzeige. Nico. Okay. Hier sind Kinder. Hier sind Kinder. Okay. Ja, gut, er wollte es so, ne? Also, ist ja nicht so, als hätte ich ihn einfach ignorieren können. Das war jetzt die einzige logische Sache, die ich hätte tun können, nachdem er mich beleidigt hat. Natürlich. Ja, liebes Kind. I don't like it here. There's too many bugs. Henrietta Entius, wer bist du denn? Larry's funny. She tells everyone Willkommen im how handsome and Todmannstrunk. pretty they are. Mom says she does it for tips. Ich bin dem Kampf in Cyrodiil entkommen und werft einen Blick darauf. Ja. Ne, du hast nichts Interessantes. Wenn ihr interessanten Tratsch Hier in der sind sehr Stadt viele hört, NPCs. erzählt mir Was ist davon. passiert? Wow, mit den beiden kann man noch reden. Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Nee. Aber ich kann Valga nicht einfach so im Stich lassen. Reinhard. Okay, das sind, glaube ich, alles NPCs von Interesting NPCs. Ich lasse die jetzt einfach mal in Ruhe. Hi, seid ihr Marcus Jannus? Ihr wolltet mich wegen Helgen sehen. Oh, bless the divines, you came! Well met, and welcome. We have much to discuss. Will you tell me, what happened at Helgen? Ja, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, aber da war ein Drache und, ja, so war das irgendwie. Well, no, now that you mention it. Ich bezweifle, dass irgendwelche Zivilisten es da rausgeschafft haben. Der Ort war verwüstet. Ja, also außer halt Hatwa. Den habe ich raus eskortiert. Then it's as I feared. My brother and his family lost. Gods damn it all. I'd hoped for better news. Tja, selbst wenn sie den Drachenangriff überlebt haben sollten, hätten die Banditen ihnen den Rest gegeben. Yes, I've heard the fort is full of them. But appearances can also be deceiving. If I'm right, these are no bandits at all. I have it on good authority there is a man known only as Val inside the keep. He's the leader of a small group of mercenaries, for lack of a better term. Their aim is to kill Thalmor wherever they're found. Oh, gut. That they've come out of hiding is beyond mysterious. They're insurrectionists. Resistance movement, if you will. Aufrührer.
Und ihr kennt diesen Mann. Muss der jetzt singen? His name is Valerius Tiberius Artorius. We served for many years together in the Imperial Legion, as captains under Titus Mede II during the Great War. Cool. He was a good man in those days, an honorable man. Then the Aldmeri invaded. He murdered his wife, son, and daughter in cold blood. Wow. Okay. Erzählt mir mehr. They marched them down the streets of the Imperial City and tortured them until they were dead, right in front of the Imperial Palace itself. They said, "Let it be known that any family members of Imperial officers found anywhere else in the province will receive a similar fate." There were many such atrocities committed by those wretched maggots within those walls, and even more unspeakable tragedies in the rest of Cyrodiil. We were under orders to flee the city for Skyrim when they invaded. We left our people, our families, defenseless. Most did not survive. The few that did make it out of there were scattered as refugees throughout the rest of the province. The plan was to regroup here in Skyrim, rest and resupply our forces, and return to the Imperial City to retake it. That took almost a year. Surely you know the history. If not, this book will help you understand a little of what we Okay, danke. Was ist denn mit der Stadt passiert? When we finally returned to the city, there wasn't much left. We split our forces, and I led the charge from the southern waterfront district, while Valerius attacked from the west. March right down to the main gate and knock on the door, he said. The man had guts, that's for sure. After we retook the city, he started to change. He knew his family was gone, but when he learned that they were tortured in the streets, he went mad and vowed to avenge their deaths. He started conducting covert operations that were unknown even to me, his closest friend. He took a handful of his most loyal men and began assassinating Aldmeri officers and diplomats, wherever he could find them. Of course, all of this was without knowledge or consent from our commanders. When they were caught, well, let's just say justice was swift. But the Aldmeri feared making a martyr out of him, as they knew the people were aware of his family's torture and murder. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber, ja gut, solange die Offiziere da nichts abgenickt haben, hält das ja den Frieden aufrecht. Ja, trotzdem, er macht eine gute Sache, finde ich. Ja, nun, sie haben ihn offensichtlich hingerichtet. Nicht hingerichtet. No, but under pressure from the Thalmor, Titus locked him and his men away in the Imperial prison for the rest of their lives. Soon after, I decided my service had come to its end and retired from the Legion. But you don't get to be a captain and not accumulate a few favors. Lasst mich raten, ihr habt ihm aus dem Gefängnis geholfen. Well, yes and no. I wasn't actually involved in the operation, but a young lieutenant who served under me was stationed there after I retired. And he found an ancient passage out of the prison that had long been forgotten about. We always heard the stories about it from ages ago. Oblivion. But none of us believed they were true, and dismissed them as fairy tales. But they were true, and Lieutenant Buckingsley found the passage. Was? Buckingsley? So, on a dark and stormy night, Buckingsley quietly slipped a key into Valerius' cell and created a diversion, which bought Val enough time to escape. Buckingsley, echt? Okay, interessanter Name. Ja, also was ist mit Val geschehen? Oder Val? Was mit seinen Männern? They went straight away to Hammerfell to join the Red Guard rebellion against the Aldmeri Dominion. It was rumored a secret brotherhood who called itself the Keepers of Hatu was formed after the signing of the Second Treaty of Stros M'Kai. Most people passed these rumors off as baseless gossip, but the name Hatu always had intrigued me. Wow! Du hast ja gar nichts verloren jetzt gerade. Kannst du bitte gehen? Wir reden gerade über Sachen, die dich gar nicht angehen als Talmor.
Ja, welche Intrigen denn? Worum geht's denn da? Hatu was the mountain where the Red Guard hero Frendar Hundig and his Swordsingers made their final stand against the armies of Hero. Oh, hier lernt man auch was über die It Lore. was a bloody battle in their history. But their victory led them to a new land they named Hammerfell, which began the modern-day Red Guard society. Here, I brought a few of my old books along, just to refresh my memory. Perhaps you'd like to study them, if you're interested in history. You may read them at your leisure. Danke, das werde ich. Where were we? Oh, yes, the name is a metaphor, meant to imply a final stand, much the same as the one Frandar made at Hatu Mountain. It was also widely known that this brotherhood was made of all races, all united in a singular cause under the banner of the hammer and anvil. Aha. Ach gut, sie ist weg. Die Talmer besiegen, richtig? Yes, I see you've been listening. Not only defeat them, though. That would not be enough. But to cleanse Tamriel of the Thalmor and their racist Aldmeri dominion forever. Mhm. Also warum glaubt ihr, dass Valerius in diese Gruppe verwickelt sei? Yes, interesting, isn't it? I've heard the name Valerius Artoria associated with them on more than one occasion. First, who better to lead such an organization than someone as skilled in warfare as he? Second, who better to intimidate your enemy than a legend well known as an assassin of their kind, even if he were dead? And if he is still alive, and his men still serve with him, it seems logical that they would return to Skyrim along with the Thalmor. Die NPCs scheinen diesen Stuhl hier sehr zu mögen. Und was genau hat das mit mir zu tun? I need you to go try and talk to Valerius. Reason with him. Tell him Marcus Jannus requests a meeting with him. Tell him I'll come to the fort alone. Present company excluded, of course. Give this ring to him. It was his wife's wedding band. If any of his men try to accost you, show it to them and tell them it is a gesture of goodwill from me. They'll give you quarter if they know I sent you. Approach the guards and show them the ring. Tell them Marcus Jannus sent you to see Valerius Tiberius Artoria on urgent business. Show them this note with my seal, but tell them it's for Valerius. His eyes only. Oh Gott, was willst Please du? return to me as soon as you can. I'll prepare to leave and be ready to go when you return. Make haste, young one, and may fortune favor the foolish. Was ist denn mit ihr? Okay. Was? Mann. Okay, er sagt nichts mehr. Bei Schorsgebein. Ein hübsches Mannsbild. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Aha. Ja, ich bin begeistert von dem Dialog gerade, ehrlich gesagt. Also im Vergleich zumindest jetzt gerade mal zu Legacy fand ich das hier viel besser. Erstens mal, weil man auch mal was sagen konnte. Und zweitens mal, man hat auch wirklich was dabei gelernt, anstatt einfach nur um den heißen Brei zu reden. Obwohl das natürlich auch immersiv ist bei Legacy, ne? Aber das hier finde ich tatsächlich um einiges besser. Und da muss man überlegen, die Mod ist um einiges älter, glaube ich, sogar als Legacy. Obwohl ich nicht so ganz verstehe, warum er mich jetzt schickt, anstatt selber mitzukommen. Ich meine, ich kann ihn ja auch beschützen, falls irgendwas passiert. Aber wenn ich jetzt da hingehe, natürlich vertraut mir keiner. Also das ist keine so gute Idee, finde ich. Aber naja, was soll's. Ui, es ist dunkel. Oh, wow. Die Milchstraße. Ne, Moment mal, die gibt's hier ja gar nicht. Oh, wie schön das aussieht, oder? Dieser Nebel. Oh, ich liebe sowas. Hier ist immer noch alles am Glühen. Hi. Stop right there. Don't even think about moving. You see my friends coming? They won't hesitate to kill you if you so much as breathe funny. Now, who are you? And what is the meaning of this intrusion? Quickly now, speak. Wer ist denn... Argonia sind auch hier. Alle Achtung, diese Banditen-Ding
Dieses Banditending funktioniert gut bei euch. Großartige Verkleidung. Nee, ich will hier keinen Ärger anfangen. Wer ist das? Then you need to give me a reason why we shouldn't just kill you where you stand. Weil ich habe dringende Angelegenheiten mit Valerius zu bereden. Also, lass mich jetzt mal rein. Never heard of him. You are mistaken. There's nobody by that name here. Now, be on your way. We don't want to hurt you. Das war genau das, was ich gemeint habe. Ich habe eine dringende Nachricht von Marcus Jannus. Ich brauche Zutritt. Don't know him either. I'm beginning to run out of patience with you. Leave now. Ach kommt, ich weiß, wer ihr seid und ihr seid keine Banditen. I don't know who you are, stranger, or what you want. Ich will But rein. I advise you to choose your words very carefully from here on out. Hier, ich habe ein Geschenk von Marcus. Es ist der Ehering von Walds Frau. Let me see that. Did you say Marcus Jannus? From the war, Was macht Marcus sie da? Jannus. Why didn't you say so? Was hast du gesagt? Ich habe einen Brief von ihm an Valerius, vertraulich. Very well. I will take you inside. But all of us have our eyes on you. And if you try and start trouble, it will be the last trouble you ever start. Follow me. Ich hätte ihm einfach den Brief geben können, aber dann hätte er halt keine Gefahr von mir zu erwarten. Aber naja. Hi, Falco. Altan. Du siehst cool aus. Sienna. Also hier, der Balfring ist auf jeden Fall, hat die richtige Heldenfrisur. Oh mein Gott, ich kann den nicht so wirklich ernst nehmen irgendwie. Hallo. Aufwachen. Yes? Did you want something? Balfring, what do you think you're doing? Who is this person, and why have you brought them here? He has an urgent message for you from Marcus Jannus. He was alone, and I thought you would want to talk to him. What? Marcus Jannus? Balfring, have you gone completely mad? That's impossible. I thought the same thing, sir. But it's true. He showed me a letter to you with Marcus's seal. It's real, all right. Ja, ja. And, sir, somehow Marcus has found Sabrina's wedding ring and sent it to you. Very well. We'll see about this. Balfring, you are dismissed. All of you may resume your patrols. Yes, sir. I don't know who you are or why you're here, so you'd better have some good answers to my questions. May I see that ring? Ja, hier. You say you were sent by Marcus Jannus? Where is he now? In Falkenring und erwartet, ja, eure Antwort. And do you know how he came into possession of this ring? Nö, doch, ja, weiß ich doch. Ich war so von den NPCs so verwirrt, deswegen habe ich nicht richtig zugehört. Er muss ihn nach eurer Gefangennahme in der Kaiserstadt gefunden haben. Yes, I suppose that may have been possible, but this is all so overwhelming. Ja, es tut mir wirklich sehr leid mit eurer Familie. Thank you. I love them very deeply. I nearly went mad after they were murdered by those Altmeri dogs. Nur fast? I wanted nothing but vengeance. Every day of my life is burned with nothing but the desire to make them pay for their murders. But enough of that. Let's see this letter you brought. Yes. Marcus Jannus. It's certainly you, all right. But what do you want with me? Tell me, how has he found me here? Hörte, ein Bandit namens Val hätte die Festung übernommen. Dachte, ihr wärt das. Very clever, that one. Always was. Bandits. It's not far from the truth, though. Fitting ruse is that's about what we've become. Living our lives in the shadows, hiding and skulking about like some caged skeever looking for his next piece of cheese. Ihr seid ein ehrenhafter Mann. Er sagte, ihr hättet mit Auszeichnung im Krieg gedient. Honor? Bah. Any honor I had died with the first Altmeri diplomat I assassinated. I'm not the same man he knew. But no doubt he's filled your head with tales of glory from the war, and stories of the keepers of Hatu. Hmm? Well, I'm afraid that man no longer exists. This hatred,
It's consumed me, taken my life. I suppose I would still be rotting down in that damn prison were it not for Marcus. Now I'm just rotting here instead. And rot is nonetheless still rot. The only difference really is where and how. Ja nun, vielleicht kann Marcus helfen. Vielleicht will er sich deshalb mit euch treffen. Why would he want to help me? After he sees what I've become, he'll leave soon enough. But go tell him I'll meet with him regardless. At least then we can say our proper goodbyes to one another. We never got to do that before. Now, be gone. Please leave me in peace. Okay, ich gehe. Schön, schön. Gut, dann geht's jetzt zurück. Ja. Schön hier. Sind eigentlich die Khajiit noch da? Ja. Ein Drache hat Kühneshain angegriffen? Aber warum? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Eine Notiz von jemandem namens Kaltzelmo in Markart. Das war's dann wohl. Ich muss los. Schon wieder? Was will er denn jetzt? Brief von Kaltzelmo. Bringe Zwergenpfeil. Okay. Björn, mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr ein Objekt namens Zwergenpfeil aus Lagerspur geborgen habt. Aha. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie solch ein Objekt dort enden konnte, aber ich benötige eins für meine Forschungen. Wenn ihr es noch besitzt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es zu mir nach Markart brächtet. Falls ihr es nicht mehr habt, könntet ihr ein anderes besorgen. Ich werde euch großzügig entlohnen, herzlichst, Kaltzelmo. Also, er rastet gerade total aus, weil ich einen Zwergenpfeil gefunden habe. Ist das jetzt sein Ernst? Woher weiß er davon überhaupt? Das ist ja ein krasser Dude. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ich brauche nichts. Hi, ich habe mit Val gesprochen. Oder Val. Er will sich mit euch treffen. Excellent. Well done, my friend. I'm ready to go, but there's just one thing. I'm getting too old for fighting. Well, at least by myself, that is. I was hoping that it wouldn't be too much of a burden on you to escort me to the keep. There's another 250 gold in it for you, if you will. Ist das dein Ernst? Wir sollten irgendwann einmal diese Okay. I'm right behind you, but don't go too fast. Unlike you young ones, I'm not cut out for this shite anymore. Alles klar. Er prahlte von Kämpfen und Beut. Ihr braucht etwas? Danke. Tragt ein Lied im Herzen. Nein. Den Trübsinn Kerzer. So, wo wir gerade schon hier sind, einmal kurz noch hier reingehen und gucken, ob er noch irgendwas Wertvolles hat. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Dafür muss ich erstmal gucken, Seid was du gegrüßt. hast. Werft einen Blick darauf. So, was haben wir denn hier? Wir haben wieder mal Pfeile. Hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas Besonderes dabei. Nee. Das Glück ergreifen. Des Narren Ebenerz, Band 4. Redoranische Kochgeheim. Oh mein Gott. Und was hast du noch so? Gemälde. Oh, wow. Okay, ich habe gleich kein Geld mehr. Verziertes Trinkhorn habe ich, glaube ich, schon ausgestellt. Ich weiß aber gerade nicht so genau. Müsste ich eigentlich ausgestellt haben. Ja, das war's. Dann nehme ich die Pfeile auch noch mit. Wenn ihr... Kann ich euch etwas... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Hier, weißt du was? Ich hab Zeug hier, das brauche ich gar nicht. Bestimmt. Irgendwo. Hoffentlich. Beispielsweise habe ich unglaublich krasses... ich habe Tränke, die ich nicht brauche, ja. Das wusste ich. Weißt du was? Nimm doch hier die kleinen Heilungstränke. Und die hier. Die nicht, die sind schön. Aber die. Sagen wir mal 15. Und von denen kannst du auch 10 Stück haben. Und ja, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die Regenerationstränke. Starke Heilung.
Wir haben so viele, das ist ja unnormal. So. Werft einen Blick darauf. Ja, ich bin dabei. Das Zauberbuch haben wir auch bekommen von, wie heißt der? Ne? Von letzter Folge. Ich habe vergessen, wie der heißt. So unbedeutend, der Typ. So, das war's. Man sieht sich. Man sieht sich, ja. So, ich würde sagen, nächste Folge machen wir weiter. Dann versuche ich mal, ob ich schnell reisen kann mit ihm oder ob es wirklich so ist, dass er jetzt zu Fuß rennen muss. Wer weiß. Früher war ich auch ein Abenteurer. Ja. Aber dann So, habe ich einen dann würde ich Pfeil ins sagen, Knie bekommen. ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Yeah, it's like I haven't heard that one before. Danke, Sophia. Es geht wieder los. Ja, habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüssi.